wunderst dich vielleicht über den Titel, warum spreche ich hier von Apps und nicht mehr von Add-ons. Home Assistant wird immer einsteigerfreundlicher. Um die Bedienung so intuitiv wie bei einem Smartphone zu machen, hat man sich entschieden, die teils sehr technischen Begriffe zu vereinfachen. Die separaten Docker-Container, die parallel zu deinem System laufen, heißen jetzt schlichtweg Apps. An der mächtigen Technik dahinter ändert das zum Glück nichts. In diesem Video zeige ich dir die 6 wichtigsten Apps, die auf keinem System fehlen dürfen. Dabei erkläre ich dir genau, was sie machen und habe für die erfahrenen User unter euch bei jeder App noch einen echten Profi-Tipp parat. Mein Name ist Thorsten von meinesmartewelt.de und los geht's. Starten wir mit dem Mosquito Broker. Für Einsteiger leicht erklärt, stell dir den Broker wie ein digitales Postamt vor. Deine smarten Sensoren, zum Beispiel ein Thermometer, schicken ihre Temperaturdaten an dieses Postamt. Home Assistant holt die Daten dann dort ab. Es ist eine universelle Sprache, genannt MQTT, damit alle Geräte einander verstehen. Und für die Profis, Mosquito glänzt vor allem durch Retain Flags. Das bedeutet, selbst wenn Home Assistant mal für ein Update kurz offline ist, merkt sich das Postamt den letzten Zustand eines Sensors und liefert ihn sofort nach dem Neustart aus. Das sorgt für absolute Ausfallsicherheit, gerade wenn ihr eigene ESP-Sensoren baut. Genau dieses Postamt brauchen wir zwingend für App Nummer 2, Zigbee to MQTT. Zum Verständnis, Zigbee ist ein extrem energiesparender Funkstandard für Smart Home Geräte. Normalerweise brauchst du für Philips Hue Lampen eine Hue Bridge, für IKEA Lampen eine Trud-Free Bridge. Zigbee to MQTT ersetzt all diese Hubs. Mit nur einem einzigen USB-Stick bringst du tausende Geräte unterschiedlicher Hersteller unter eine Haube. Der Expertentipp hier ist das sogenannte Binding. Du kannst damit in der App einen Zigbee-Lichtschalter direkt mit einer Zigbee-Lampe koppeln. Fällt dein Home Assistant Server mal komplett aus, kannst du das Licht trotzdem weiterschalten, weil Schalter und Lampe autark miteinander reden. Der Blick in die Zukunft führt uns direkt zu Nummer 3, dem Meta-Server. Für alle, die noch neu dabei sind, Meta ist der neue weltweite Standard. Wenn du heute ein Gerät kaufst, auf dem das Meta-Logo prangt, ist es egal, ob du Apple, Google oder eben Home Assistant nutzt. Es funktioniert lokal und ohne Cloud. Diese App schlägt die Brücke, damit Home Assistant Meta versteht. Der Nährwert für Fortgeschrittene liegt in der Kombination mit Thread. Die Meta-App verwaltet die IPv6-Kommunikation. Wenn du Apple TVs oder Google Nest Hubs im Haus hast, agieren diese als Border Router. Home Assistant nutzt diese Geräte dann automatisch als Verlängerung, um batteriebetriebene Sensoren bis in den hintersten Winkel deines Hauses rasend schnell und stabil zu vernetzen. Nummer 4 ist die Advanced SSH und Web Terminal. Ganz einfach gesagt, manchmal reicht die schöne grafische Oberfläche zum Klicken nicht aus. Wenn das System hakt und du die internen Fehlermeldungen direkt im Code auslesen musst, öffnet dir das Terminal ein Kommandozeilenfenster direkt im Browser. Und ich betone das Advanced im Namen. Die normale Terminal-App ist sehr eingeschränkt. Für die Linux-Erfahrenen, ihr habt hier ein vollwertiges Alpine Linux. Ihr könnt mit dem Befehl apk add Werkzeuge wie Nano oder Netzwerktools nachinstallieren. Zudem unterstützt es TMUX. Wenn euch beim Reparieren der Browser abstürzt, läuft eure Sitzung im Hintergrund auf dem Server einfach weiter. Wenn du Automatisierung als Text im sogenannten YAML-Dateien schreiben möchtest, brauchst du Nummer 5, den Studio Code Server. Das ist im Grunde ein hochentwickeltes Microsoft Word, aber speziell für Programmierer, das dir direkt im Browser zur Verfügung steht. Es markiert dir Tippfehler sofort rot an. Der absolute Gamechanger für erfahrene Nutzer
ist die netzwerkweite Suche. Habt ihr einen Sensor umbenannt, der in 15 verschiedenen Skripten vorkommt? Der Studio Code Server ändert den Namen über Regex-Suche mit einem Klick überall gleichzeitig. Zudem checkt er in Echtzeit, ob die Geräte, die ihr in den Code tippt, in eurem Home Assistant überhaupt existieren. Den Abschluss macht Nummer 6, Samba Share. Für Einsteiger ist das ein extrem nützliches Tool, um Home Assistant in einen virtuellen USB-Stick zu verwandeln. Euer Smart Home taucht einfach als normales Netzlaufwerk im Windows Explorer oder Mac Finder auf. Backup sichern oder einen Klingelton für die smarte Türklingel rüberschieben geht per Drag and Drop. Für die Systemadmins ist Samba ein Lebensretter. Ihr bekommt darüber auch Zugriff auf die versteckten Ordner .storage. Dort liegen die tiefen Systemkonfigurationen. Wenn ihr euer Dashboard komplett zerschießt und die Weboberfläche nicht mehr lädt, könnt ihr genau hier die defekten Dateien reparieren, ohne Home Assistant komplett neu installieren zu müssen. Das waren die 6 Must-Have-Apps. Ich bin mir sicher, dass gerade durch die Profi-Tipps jetzt noch Fragen auftauchen. Schreib mir deine konkreten Fragen zu diesen Apps oder dein Setup jetzt unten in die Kommentare. Ich sammle die spannendsten Themen für ein kommendes Q&A-Video. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, lass dir gerne ein Abo da. Für jeweils 1000 Abonnenten übernehme ich eine Baumpatenschaft. Wir bauen also nicht nur smarte Häuser, sondern tun gemeinsam direkt etwas für die Umwelt. Für alle Kanalmitglieder im Level Baumpatenschaft oder Mastermind startet jetzt direkt das exklusive Deep Dive Video zum perfekten YAML Workflow. Willst du das auch sehen? Klick einfach auf Mitglied werden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.